Dies ist die Meeting-Oberfläche, wenn Sie sich in einem Webex-Meeting befinden und in diesem Fall Gastgeberin sind. Hier oben finden Sie Layout-Optionen. Zum Beispiel können Sie hier die Ansicht ändern, in der Ihre TeilnehmerInnen angezeigt werden. Es gibt die Stapelansicht, die Nebeneinander-Ansicht und die Rasteransicht. Grundsätzlich empfiehlt sich die Rasteransicht. Die Auflösung des Rasters können Sie hier über diesen Regler ändern. Eine weitere Option, die Sie hier haben, ist, dass Sie TeilnehmerInnen mit ausgeschalteter Kamera ausblenden können, wenn Sie deren Kacheln nicht sehen möchten. Wenn Sie mit der Maus über Kacheln von TeilnehmerInnen gehen, sehen Sie hier unten deren Namen. Dies ist standardmäßig so eingestellt. Auch das können Sie hier ändern, indem Sie Namen in Videos aktivieren. Nun sehen Sie dauerhaft alle Namen in den Kacheln. Das ist besonders für Veranstaltungen relevant, in denen Sie Personen ansprechen wollen. Bewegen Sie die Maus über eine Kachel, finden Sie unter den 3 Punkten auch weitere Optionen. Beispielsweise können Sie Personen auf der Bühne anzeigen. Stummschaltung aufheben heißt an dieser Stelle nicht, dass Sie das Mikrofon einer Person einfach aktivieren können. Dies ist nicht möglich. Der Button ist dazu da, jemandem das Wort zu erteilen. Klicken Sie den Button, erhält die Person eine Aufforderung, ihr Mikro zu aktivieren. Hier oben finden Sie die Meeting-Informationen. Dort können Sie den Meeting-Link kopieren, hier finden Sie die Meeting-Kennnummer und auch die Telefoneinwahl für das Meeting. Des Weiteren befindet sich hier oben die Menüleiste. Wenn Sie diese öffnen, haben Sie zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für das Meeting. Hier finden Sie fast alle im Voraus vorgenommenen Einstellungen und können diese gegebenenfalls nochmal ändern. Grundsätzlich ist die Webex-Philosophie jedoch so, dass Sie diese Leiste während eines Meetings nicht brauchen sollten, sondern alle Funktionen und Grundeinstellungen hier unten bzw. hier finden. Hier unten sehen Sie die Leiste mit besagten Grundfunktionen, welche wir aber jeweils in separaten Videos behandeln. Es handelt sich um die Audioeinstellungen, die Videoeinstellungen, Freigaben, das Aufzeichnen und die Teilgruppensitzungen. Auch hier unten befindet sich wieder versteckt hinter 3 Punkten ein kleines Menü. Beispielsweise können Sie das Meeting hier sperren. Auch dazu finden Sie ein eigenes Video. Außerdem finden Sie hier ein weiteres Mal den Meeting-Link. Unter Anwendungen finden Sie diverse Tools, die für Hochschulangehörige als Plugins in Webex integriert sind. Diese werden ausführlich in unseren Schulungen besprochen. Als nächstes folgt die Teilnehmerliste. In dieser finden sich logischerweise alle TeilnehmerInnen. Hier können Sie unter anderem einzelne Personen oder alle Personen stumm schalten, deren Rollen ändern, Personen in die Lobby schicken oder vollständig aus dem Meeting entfernen. Auch diese Themen behandeln wir in separaten Videos. Hinter dem Sprechblasensymbol verbirgt sich der Chat, wo Sie Textnachrichten an alle, aber auch einzelne Personen schreiben können. Natürlich können auch alle anderen TeilnehmerInnen dort Nachrichten schreiben. Der Chat bietet sich an, um mal eben einen Link zu teilen oder um Fragen von TeilnehmerInnen zu sammeln, die gegebenenfalls auch direkt von anderen beantwortet werden können. So kann beispielsweise vermieden werden, dass der Fluss einer Vorlesung oder eines Vortrags unterbrochen werden muss. Zuletzt finden Sie hier noch Bereichsoptionen. Hier bietet Webex noch eigene, kleinere Tools an, um beispielsweise Umfragen zu erstellen.